Hallo, mein Name ist Eduard Riecher. Ich bin seit 30 Jahren bei der Firma Holmer, mittlerweile im Ingenieurbüro, zuständig für den Terados 5, also alles was Rüben, Roden zu tun hat, ist meine Aufgabe. Unser neuer T5, im Innenraum hat es ein bisschen was verändert. Hier oben sieht man, wie gesagt, das Tablet, da läuft ein Radio drüber. Ein Farmpilot kann alles nutzen, Zündung aus, ist das Ding aus. Unsere neuen Kameras nach hinten raus, Round View auf der rechten Seite. Unser neues Terminal mit der neuen Masken. Maschine, ein neues Design, was ab dem T5 in Serie ist. Für die Fahrer ganz wichtig die Bodenheizung. Bedienung ist möglichst reduziert worden für den Fahrer, viele Automatikfunktionen drin. Es gibt Start-Stopp, Parkbremse, das Freibrennen zum Stoppen, wenn man in einer Halle steht oder so, Rundumleuchte. Die Lichter, die kann man hier noch einschalten, auf der Innenseite verstellen. Die kann man dimmen, die vorne raus, die links und rechts in der Kabine, die wo noch hinten rausgehen, die sind dimmbar. Man sieht vorne die 100%, 50, 100. Hinterm Joystick sind noch manuelle Funktionen. Man hat verschiedene Tasten, Auswahlmöglichkeiten, wo man sich abspeichern kann. Roder links, rechts schieben, Walzengang links, rechts schieben, dann Revisieren von Walzengang, Revisieren von Siebband. Und vorne ist unser Jogteil. Da kann man im Terminal entweder mit der Touch-Funktion oder mit dem Jogteil kann man genau die gleichen Dinge auswählen wie mit der Hand. Joystick ist Wendefahrt, Schonfahrt, automatische Lenkung. Dann ist Ruder einschalten, Schläger verstellen, Ruder verstellen und die Einzelschaukörper verstellen. Wird nicht mehr so oft genutzt, dadurch, dass die Automatikfunktion da ist. Kurze Erklärung gegenüber dem T4. Wir haben hier vorne mehr Öl reingepackt, das nachlaufen die Aggregate wie hier die größeren Tasträder.
die Zwanganzugswelle mit größeren Motoren, damit die genügend Öl haben für jede Geschwindigkeit von 0 bis 12, 12,5 Kilometer. Auf der hinteren Seite, die rote Walzen, sind nochmal aufmunitioniert worden in Hardox-Walzen mit aufgepanzert, weil uns ein Kunde erklärt hat, er will 2000 Hektar roden und ohne irgendwas anzufassen. Unser neuer Motorraum, komplett aufgeräumt, freier, zugänglicher. Der Motor hat 480 kW, 3200 Newtonmeter, ist ein Mercedes-Motor, Stage 5. Natürlich sehr zugänglich, der Werkzeugkasten, wenn man ihn brauchen sollte. Zentralschmierung. Unser neues Licht natürlich ist entwickelt von der Firma Holmer zusammen mit einer externen Firma aus dem Bayerischen Wald. Die Kabine haben wir auf der Innenseite schon erklärt, ist größer geworden, die Schalter alle weg, sind weniger geworden, für den Fahrer angenehmer. Unsere neue Reinigung, Atem T5, um dem 12-Reiher gerecht zu werden, ist natürlich gewachsen vom Durchmesser, vom Durchsatz, lauter Einzelzinken verbaut. Eine neue Geometrie an den Nachköpfern, um den großen und kleinen Rüben, die immer mehr werden, perfekt zu köpfen, exakt zu köpfen.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Wir sind hier auf dem Feld der Gut Klein Bünzow GmbH und Co. KG. Im Hintergrund der Ersteinsatz heute des Holmer T5 von unserem Lohnunternehmen Agrarservice Nordost aus Zinzow. Und ja, vielleicht kurz zum Unternehmen. Wir sind ein reiner Marktfruchtbetrieb mit 2000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche und bauen so roundabout jedes Jahr um die 400 Hektar Zuckerrüben an. Und ja, erster Tag roden heute und wir hoffen auf eine reichhaltige Ernte und gute Zuckergehalte.